Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Heute zeige ich euch, wie ich ein einfaches Ziehfett herstelle und daraus einen Plunderteig zubereite, den ihr zum Beispiel für Croissants, Apfeltaschen oder anderes Plundergebäck verwenden könnt. Dafür bereite ich als erstes einen Hefeteig zu. Für den Hefeteig nehme ich zunächst 500 Gramm Mehl, ein Päckchen Trockenhefe, 45 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillinzucker, ein Ei und 200 Gramm kalte Milch. Die Zutaten knete ich dann 2 bis 3 Minuten, bis ein glatter Teig entsteht. Damit der Plunderteig beim Backen gut aufgeht, darf der Teig weder zu weich noch zu warm sein. Das Ei und die Milch könnt ihr darum direkt aus dem Kühlschrank verwenden. Jetzt gebe ich 50 Gramm zimmerwarme Butter hinzu und knete den Teig weitere 2 bis 3 Minuten, bis die Butter vollständig eingearbeitet ist. Den fertigen Teig lasse ich nun 15 bis 20 Minuten im Kühlschrank entspannen und bereite in der Zwischenzeit das Ziehfett vor. Damit sich das Ziehfett zwischen den Teigschichten gut verteilt, sollte es sowohl fest als auch geschmeidig sein. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, es aus einer Mischung aus Butter und Margarine herzustellen. Wer möchte, kann natürlich auch schon fertiges Ziehfett kaufen. Einen entsprechenden Link dafür füge ich euch unten in die Videobeschreibung. Für das Ziehfett muss die Butter einfach nur mit etwas Margarine und Mehl verknetet werden, und zwar so, dass möglichst keine Luft eingearbeitet wird. Bevor das Ziehfett nun weiterverarbeitet wird, muss es zunächst in Form gebracht und gekühlt werden. Dafür habe ich mir auf Backpapier schon mal ein Quadrat der Größe 17 x 21 cm markiert. Da gebe ich nun die Buttermischung drauf und verteile sie ein bisschen innerhalb der Markierungen. Dann falte ich das Backpapier so um das Ziehfett, dass es von allen Seiten umschlossen ist, drehe das Päckchen um und verstreiche es mit einem Tortenheber gleichmäßig dick bis in die Ecken. Das Ziehfett kommt jetzt zum Festwerden in den Kühlschrank. Wie lange das nun genau dauert, hängt unter anderem von der Ausgangstemperatur der Zutaten ab. Wenn ihr es also besonders eilig habt, könnt ihr es auch ins Gefrierfach legen. Nach Ablauf der Kühlzeit rolle ich als erstes den Hefeteig auf einem leicht bemehlten Stück Backpapier auf die Größe von etwa 36 x 23 cm aus. Am einfachsten funktioniert das, wenn ihr den Teig erst in eine runde Form bringt, dann kreuzweise einschneidet und dann die Mittelstücke der jeweiligen Viertel wie hier gezeigt nach außen legt. Auf den linken Teil der Teigplatte lege ich nun das vorbereitete Ziehfett, lege den rechten Teil der Teigplatte darüber und drücke die Ränder fest zusammen. Jetzt muss der Teig vorsichtig so ausgerollt werden, dass sich das Fett zwischen den Teigschichten gleichmäßig dick verteilt und sich nicht mit dem Teig vermischt. Am besten funktioniert das, wenn Teig und Fett in etwa die gleiche Konsistenz haben.
Den Plunderteig touriere ich nun in 2 einfachen und einer doppelten Tour. Dazu rolle ich den Teig nun etwa auf die Größe des Backpapiers aus. Damit die Teigschichten gut aneinander haften und keine Luftbläschen eingeschlossen werden, solltet ihr hier darauf achten, dass ihr möglichst wenig Mehl verwendet und eventuell anhaftendes Mehl vor jedem Falten des Teiges gründlich abfegt. Für die einfache Tour falte ich jetzt 1/3 des Teiges von der kurzen Seite her zur Mitte, drücke ihn gut an und lege die gegenüberliegende Seite darüber. Den Teig lasse ich jetzt 20 Minuten im Kühlschrank entspannen und danach folgt eine weitere einfache Tour. Nach der Ruhezeit wird der Teig wieder ausgerollt und genauso wie bei der ersten Tour zusammengefaltet. Jetzt kommt der Teig nochmal 20 Minuten in den Kühlschrank und danach folgt eine doppelte Tour. Für die doppelte Tour wird der Teig wieder gleichmäßig dick ausgerollt und zuerst von beiden Seiten her zur Mitte hin eingeschlagen. Da ich hier gedanklich noch bei der einfachen Tour war, sind die Teighälften nicht gleich groß, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Wichtig ist, dass zuerst 2 Lagen Teig übereinander liegen und der Teig dann nochmal mittig zusammengefaltet wird, sodass wir am Ende insgesamt 36 Fettschichten im Plunderteig haben. Der Plunderteig ist nun soweit fertig, aber vor der Weiterverarbeitung sollte er noch 1 bis 2 Stunden im Kühlschrank ruhen. Da ich den Plunderteig nicht sofort backen will und mir das Stück auch etwas zu groß ist, teile ich den Teig in 2 Teile, wickle diese in Backpapier ein und stecke sie zusätzlich noch in Gefrierbeutel. Auf diese Weise friere ich den Teig ein und verwende ihn demnächst für verschiedene Rezeptvideos, die dann an dieser Stelle eingeblendet werden. Wenn ihr einen Rezeptwunsch mit Plunderteig habt, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert auch das Glöckchen, um kein Rezept mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!